Food for Work ist eins der vielen Entwicklungsprogramme, die die Regierung in ländlichen Regionen unterstützt. So erhalten die Bewohner für ihre Mitwirkung an notwendigen Arbeiten wie zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen Lebensmittel zugeteilt. Der Außeneinsatz bietet den Radio 4 Mitarbeitern gleichzeitig die Möglichkeit, Regionen ihres Landes kennenzulernen, wozu sie bisher weder Gelegenheit noch Mittel hatten. Die riesigen Steinruinen von Great Zimbabwe, nur 3 Autostunden von Harare entfernt, stammen aus dem Mittelalter. Wegen ihres afrikanischen Ursprungs waren sie bei der Unabhängigkeit 1980 der Ausgang für eine Neubenennung des früheren Südrhodesiens. Der Vogel aus Speckstein, der auf Flaggen, Wappen und Münzen zu sehen ist, war hier mit 6 anderen gefunden worden. Das Schulwesen hat sich seit der Unabhängigkeit in wenigen Jahren drastisch verändert. Heute gehen 93% derjenigen zur Schule, die vor 1980 keine Chance dazu hatten. Die Zahl der Primarschulen hat sich fast verdoppelt. Die Zahl der Primarschüler ist von 800.000 auf 2,5 Millionen gestiegen. Im Vergleich zu 18% bei der Unabhängigkeit gehen heute 83% der Schüler zur Sekundarschule, deren Zahl sich von 177 auf über 1100 erhöht hat. Trotz großer Anstrengungen der Regierung bleiben etwa 90% der Schulausbildung privaten Institutionen überlassen. Das heißt, sie unterstehen Kirchen, Bergwerksgesellschaften, Farmen oder den District Councils. Die Entwicklungsvorhaben der Regierung stehen außerdem im Wettlauf mit dem hohen Bevölkerungswachstum von rund 3% im Jahr. 200.000 Jugendlichen, die jährlich ins Berufsleben eintreten wollen, stehen nur 30.000 freie Arbeitsplätze gegenüber. 1983 erhielten von 80.000 entsprechend qualifizierten Schulabgängern mit einem Realschulabschluss bzw. dem Abitur gerade einmal 2.000 eine Lehrstelle. Bis 1994 werden über 2,5 Millionen Jugendliche die Schule verlassen.
Neben der technischen und programmlichen Projektberatung bietet die Friedrich-Ebert-Stiftung Fortbildungsseminare an, die von dafür entsandten Kurzzeitexperten durchgeführt werden. Seminare zur Hörerforschung, zu Programmformen, erzieherischen und psychologischen Aspekten des Rundfunks sowie einen Hörspielkurs. Die Vorschläge der Berater, Bildungsinhalte in Hörspielformat auch dem Publikum von Radio 4 schmackhafter zu machen, wurden von den Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen. Während die erste eigene Produktion in einem provisorisch dafür eingerichteten Studio stattfindet, laufen die Installationsarbeiten für ein Hörspielstudio auf vollen Touren. Das Konzept für dieses Studio baut der technische Berater auf mehreren Grundüberlegungen auf. Zunächst sollte die Einrichtung die größtmögliche Flexibilität ermöglichen, die für ein Produktionsstudio wünschenswert ist. Das Herzstück ist ein 16-Kanal-Mischpult, das nicht als fertige Einheit importiert wurde, sondern in aufwendiger, langwieriger Handarbeit in Zusammenarbeit mit 2 ZBC-Technikern erstellt wird. Lerneffekt und Identifizierung mit der geschaffenen Installation waren entscheidend für dieses weniger übliche und mühevolle Vorgehen. Die Verdrahtung des Mischpult-Chassis, das später die Module für Pegelregelung, Entzerrer-Vorverstärker, Echo und Hall, Pegelanzeige sowie Abhör- und Kommandoeinheit aufnimmt, wird sorgfältig nach Plan ausgeführt. Die vielen Verbindungskabel werden gekennzeichnet und später mit einem Steckfeld verbunden, über das sehr flexibel verschiedene Kontakte für den jeweils gewünschten Einsatz hergestellt werden können. This is the screen. Yeah, that's the screen. So the screen is going on 11. I mean, do we have it on the diagram? Yeah, which is this one, 218. Yeah, there's 2 here. The input and output of the equalizer going up to the mute and line mic, whatever.
Die Holzarbeiten für Regiepult und Sprechertisch wurden bei einem lokalen Tischler in Auftrag gegeben. Alle anderen erforderlichen Arbeiten werden von diesen 2 ZBC-Technikern und dem technischen Berater der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgeführt. Nach Fertigstellung ist das Hörspielstudio die größte Produktionseinheit im ZBC-Mbare-Komplex und als erste noch dazu stereotüchtig. Stand up, take your place. Everything's gonna be alright. We present the first episode of Changes, a play written by Ama Ata Aidu. Love will see you through. Everything's gonna be alright. To lead day to day, be the cheat on your side. Essie, Wanja! is it you? It is! Unbelievable. It is, isn't it? Hey, how are you? I'm well. And you? How are you? Can't complain. You've been hiding. No. It's you who has been hiding. Come and join me. Have a seat. Well, if it is all right. And how are the kids? Oh, they're fine. So what brings you here? I'm waiting for Kumbi. And how is he? Oh, he's all right, you know. He doesn't like this city too much, and he's been complaining since we transferred back here. So ukuze ngincedise ubaba izidolo zakhe. Awubonike intombi yami. Leli ingqondo enhle sibili. Nangu baba. Ukhanya ngani wawufundela umsebenzi. Nasegangeni omunye nomunye olwazi lwakhe wayelusebenzisa ukwenza ukuthi izinto ziqhubeke kuhle yikho nje saphumelela. Siyabonga, Comrade Flash. That meeting, it just died. It was a break, significant break. Can we pick it up somewhere in the middle of his speech? Awubona kulungile. But laphana bengize kuleta hayi. Kuleta bengize letter. Yeah. But sawubona is okay. You can say sawubona. Eine Hörspielproduktion, Ja, okay. noch im provisorisch eingerichteten Studio G. Die Aufnahme erfolgt in der Zulu-Sprache Ndebele. Der Shona sprechende Regisseur kann sich nur auf Englisch mit den Sprechern verständigen. Please, if you can, that even it makes the script more alive than it is. Yeah. The script is just bones. What you want, what you need to put is flesh. Yeah. All right, go again from top. Uvuka njani baba Khumalo? Ngivukile. Africa woman don't look so sad. Things ain't so bad. Get up, take your place. Everything That must be Kumbi and the children. Wanja, you should be a professional psychologist. We'll discuss my career prospects another time. Bye-bye, Essie. Bye. Please keep in touch. forget about all your troubles. We know you're mad. Stronger than most, stronger than most, stronger than most. I know what you've been through. You've been through a lot. You deserve all the praise we give it to you. That was the third and last episode of Changes, a play written by Ama Ata Aidu. It was adapted for radio by Mavis Moyo and Peter Parirewa of the ZBC-Radio Four, who co-produced it in association with the Friedrich Ebert Foundation of West Germany. Assistant producers were Deborah Mwenda and John Masugu. Beth Amsora was Essie, Eunice Fende Wanja, and Steve Kavai Ali Konde. Studio mixing was done by Ishmael Mzileti, Bothwell Kamjgariwa, and Johannes Mpofu. Everything's gonna be alright. You remain strong in body and mind. You gotta use your abilities for the best, for the best, for the best, for the best. I know what you've been through. You've been through it all. You deserve all the praise we give it to you.
Nach monatelanger Arbeit ist das Studio H endlich fertiggestellt und ein Einführungstraining abgeschlossen. Noch brauchen die Studiotechniker etwas Zeit, sich auf die Neuerungen einzustellen und den für die jeweilige Produktion erforderlichen Aufbau vorzubereiten. Die älteren Studios haben feste Installationen, sind daher von der Bedienung leichter, allerdings auch weniger flexibel als das neue Hörspielstudio. Mit bis zu 10 Mikrofonen können nun gar größere Diskussionsrunden oder Musikgruppen in dem geräumigen Studio bedient werden. Varimi tererai munzwe shoko richakufadzai iko zvino fetleza muminda yenyu kuve nyore muchina mutsva uyu unonzi Milbrand Gold Medal Plant wakasimba unoshanda. Tengai muchina uyu nokukurumidza nguva yekudyara isati yapfuura. Much more remains to be done if rural life is to improve. Stand by. Hedzinoinhawo dzichitaurwa naLeonard Magatsi. Mumashoko avo ekutanga kwegore dzavaka nekusimudzira nyika. Die Personalfluktuation und die Programmerweiterung machen es erforderlich, dass neues Personal als Sprecher angeworben und trainiert wird. Development plan due to begin operating soon, try to accelerate the resettlement program and the provision of infrastructure for social services such as education and makwenda pane shona kana one choose one manje right English yakwa. They take a tumble tonight 3 places down the ladder for you two. 7 minutes after 6 is our time. Während der Feiertage zum Unabhängigkeitstag will Radio 4 Essays zum Thema nationale Versöhnung ausstrahlen. Dieses als Wettbewerb ausgeschriebene Projekt richtet sich an Sekundarschulen landesweit. Die besten der zum Teil als Hörspiel geschriebenen Einsendungen werden mit Preisen honoriert. Mit dem Ü-Wagen werden die Hörspiele an den jeweiligen Schulen unter teilweise recht rustikalen Verhältnissen und unter Leitung der Radio 4 Redakteure mit den Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Die Preisverleihung findet im Studio im Mbare statt, wo Generaldirektor Kangai die Leistungen honoriert. 3 schools were today presented with prizes for the best radio drama on Radio 4 by the Zimbabwe Broadcasting Corporation. Magaya Secondary School of Murewa came first for its play Kusasana Kunoparira, while Eagle School of Marondera and Inyati Mine School of Headlands came second and third. The prizes were presented by the Director General of the ZBC, Comrade Tiriva Fikangai, who commended the Radio 4 drama unit for recreating life in the studio. Although they are a recreation of life in the studio, they are closer to reality than any other type of verbal program. The main reason for this is that plays, drama, that is, tell a story. And because its characters speak with their own voices in life-like situations, the listener has a chance to identify with or even several of them. The listener also shares their lives and goes through all their joys. We are still at in scene one. Yeah, I mean, which part of scene 1? Because first of all, they talk, while the ladies outside. See, what they are doing is, then we must in the rehearsal, we are going to separate the part which is said by the girl from outside the car. Stand by. Rolling. Wana tinokuona ematorego kojeska ukamona here kuna club shamwari iyo kemu yacho kupinyamisa kumeso kwaita chikiti chile mimba kupoza kwati kwaizonyanye vasikana kuda kuonero raketi anowana songu wavuneta sei ngoriga chiforo here Format of the Radio 4 quiz show, and
Right now we can see whether there are any questions from the presenters or the producer, because we've already discussed this individually. Are there any questions, Peter? I think the best thing to do is to go through this thing first, so that we refresh what is in the minds of people. There is going to be a billboard, as you can see on this format here, a billboard which will say it's the Radio 4 quiz show. And the questions are both in Shona and English, but you choose which. If you decide to take Shona, it means even your other backup information will be in Shona. If you decide, like for example here, motokari dzendudzi dzePeugeot, Renault, Citroen dzinogadzirwa kunyika ipi, and then after the answer, if you want to explain more, it means you will explain in Shona. But if you had asked the question in English, then you'd go ahead with your explanation, not in English, for the same contestant. Right. So this one now is supposed to go up there. It's the Radio 4 quiz show. At this moment, we are at Mukai Secondary School in Highfields, and this is Radio 4 presenting to you the quiz show. We wish to inform you, all our listeners, at this moment that Radio 4 in a few months to come will be moving all over the country, touring, running various programs from the various communities, from schools and hospitals and any other institutions. Know that Radio 4 is there for your use. There are various programs that can benefit you, especially you scholars, those who are looking for prospective employment and careers. And do know that there are also various cultural programs which we have. We'll be informing you about this in a few moments. Tadzoka zvakare nguva dzichinguvaira kudai nechikomana chiri panapa nguva vakatera kanguva dzino toda kuti muzive kuti makatera kuRadio 4 quiz show. And now could you tell us what's written on your t-shirt? ZBC with the nice colors and the Zimbabwe Broadcasting Corporation Radio 4 channel, and on the back there's a portable radio written shortwave 49 meter band 6045 kilohertz. And can you tell us what FES stands for right on the corner there? I just mentioned it earlier on. FES. And I won't take the t-shirt from you, you're going to correct. FES it stands for Frederick Ebert Foundation, the West German organization that is funding all programs. Der Einsatz des Ü-Wagens ist zu einem wichtigen Instrument für Radio 4 geworden, um die Zielgruppe ländliche Bevölkerung zu erreichen. Quizshows, Schülersketche, Diskussions- und Chorveranstaltungen werden immer häufiger wahrgenommen. Wie so oft in Entwicklungsländern behindern administrative Stolpersteine den Elan der motivierten Redakteure. So können die genannten Veranstaltungen nicht als feste Programmbestandteile eingeplant werden, da immer noch kein Budget hierfür bereitgestellt wird. Yeah.
about 6 minutes. Then zavanongoita dziri about 2 minutes, 3 minutes. Hapana kumbeya vati vamboita. Romirai, kana utanga kuimba kuti mumboimba zvakakerebei noti mungaita zvidiki so. Magazi kana ungaita pfuka izonyasira mushe. Ndosaka vasina murari. Kana magadzira usero kwa. Sira nyika, usero kana magadzira. Esa mwambo amutaura pakati pemunhu. Sana. Asali magadzira akagara. Magadzira. Mira. Okay. Ngavachiimba zvo. Vapene zanu. Amen. Vapene kupatana. Amen. Basi nenu zatunza. Unai wakuru wewe sazoka ngame kuti sapena do. Unai wakuru wewe sazoka ngame kuti sapena do. Unai wakuru wewe sazoka ngame kuti sapena do. Chimo chimo shosholoza kulezo ntaba stimela sivele South Africa. Shosholoza kulezo ntaba stimela sivele South Africa. Gemeinsam mit den Kanälen 1, 2 und 3 präsentiert sich Radio 4 auf der Handelsmesse in Bulawayo. Eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Gesprächspartner zu gewinnen. Aber auch eine nützliche Gelegenheit, die Kooperation zwischen den ZBC-Kollegen zu fördern, die, etwas neidisch auf das gut ausgestattete Radio 4, sich oftmals recht distanziert verhielten. Hier können sie gleichberechtigt den Radio 4 Ü-Wagen nutzen. Später soll das bei den Präsidentschaftswahlen selbstverständliche Praxis werden. Wieder ein Einsatz in der Region. Diesmal führt der Weg an die Nordgrenze Simbabwes in das 4 Stunden entfernte Kariba. Auch hier waren einige Mitarbeiter noch nie gewesen und schätzen die Gelegenheit, ihr Land und ihre hiesigen Landsleute kennenzulernen. Der 280 Kilometer lange Kariba-See ist ein künstlich geschaffener Stausee, um das Wasser des Sambesi zur Energiegewinnung zu nutzen, die sowohl Simbabwe als auch dem Nachbarn Sambia zugutekommt. 120 Meter hoch ist die Staumauer, von der man in Richtung des Tierreservats Manapools blickt. Für die Aufnahmen im Kariba-Stadion muss das Eingangstor ausgehängt werden, da der Ü-Wagen mit seinen Dimensionen sonst nicht die Arena erreicht, in der wieder Quiz und Chorgesang auf dem Programm stehen. Inzwischen wird wegen der notwendigen erweiterten Ausrüstung sogar ein Anhänger mitgeführt. South Africa, wenu yabaleka sibosha kule zontaba ye. South Africa, wenu yabaleka sibosha kule zontaba ye. South Africa. Kumulaba chiyama mama e.
Neben mehreren Seminaren für die Announcer-Producer genannten Redakteure von Radio 4 ist die Fortbildung der Studio- und Ü-Wagen-Techniker bislang etwas zu kurz gekommen. Abgesehen von der praktischen Einweisung und die Handhabung der Studioeinrichtung und Geräte hatte es für die jungen Mitarbeiter, die durchweg ohne technische Vorbildung zur ZBC gekommen waren, keine weiterbildenden Kurse gegeben. Deshalb organisiert der technische Berater mit Mitteln der Friedrich-Ebert-Stiftung ein 4-tägiges Seminar, das die Kollegen zum ersten Mal in ihrem Leben in die Eastern Highlands führt, wo komfortabel in dem Talkback Inn Hotel gewohnt und gespeist wird. Nach einigen Stunden zur Theorie der Elektroakustik und Aufnahmetechnik werden Exkursionen in die Umgebung teilweise dazu genutzt, praktische Erfahrungen bei Sprach- und Geräuschaufnahmen zu sammeln. Daraus resultiert ein eigenes kleines Hörspiel über Geflügelzucht, Poultry Rearing. Mulea! Mulea, are you there? Yes, Daddy. Did you find Mr. Bubala? I found him, son. Exactly what you said. He is a hard-working man, very helpful. He pays more attention to his layers and he gets a good profit. I will follow his advice and read his pamphlets that he gave me. Good, Daddy. Let us get... Nach der Besteigung des höchsten Berges des Landes, dem Mount Inyangani, und Rückkehr nach Harare wird das Seminar mit einem schriftlichen Test abgeschlossen. Das Überreichen einer Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme krönt nach einem gemeinsamen Abendessen in Harares Sheraton Hotel die feierliche Veranstaltung. You have been listening to Layers Management, a program in the series on poultry rearing, produced by the Zimbabwe Broadcasting Corporation Training Group. You have heard Maxwell Kurwasimba as Malala, Gift Msipa as Muleya, Joseph Hanganai as Bubala, and Juliet Nyamaindenga as the narrator. Recording technical operators have been Matthias Maggio, Kilian Musindo, and Theophilus Paspanoja. The Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, has launched a pilot project which gives rural people the opportunity to participate in the preparation of development-oriented radio programs. The project was launched by the ZBC Director General, Comrade Tiriva Fikangai, when he presented radio cassette recorders to 9 radio listening clubs at Juru Growth Point in the Goromonzi district today. In addition to radio cassette recorders, the leaders of the radio listening clubs also received batteries, blank cassettes, and manuals for operating. Comrade Kangai said the project will enable the radio listening clubs to record problems they face in rural development and receive the solutions through a radio program from ZBC. Tinofara chaizvo kuti takwanisa kuti tiunze zvinhu zvikuno tichitangisa kuno tichienda mumaprovinces ese. Vamwe vachanzwa kuti zvangoiswa kochete kokweduwo tiri kuya ikoko ndizvo zvinonzi zvirongwa zvetechnologies nefundo dzacho ngadziendewo kumaruwa kwete kungoramba chete singuwa muharare nomugwere nokubhurowani. The project places heavy emphasis on radio communication because of the problem of poverty and illiteracy, which are more prevalent in the rural areas. The ZBC has now employed a coordinator to assist the radio listening clubs to operate the radios and to produce the program. But most of the vernacular newspapers do not get to most of our areas. So we thought of the radio, which cuts across all those barriers. Anybody who is illiterate can come and listen to the radio and get the information they need and use it. Ein Radio 4-Techniker erklärt den anwesenden Delegierten der Hörerclubs den korrekten Einsatz der Tonbandkassetten für die überreichten Radiorekorder. Als Erstausstattung nehmen diese zu dem Gerät einige Kassetten und Batterien mit in die ländlichen Regionen, wo es selten Elektrizität, aber auch kaum Ersatz für die Batterien gibt. Manje mukatuma mutape chinhu kana amuchana ukaipindira kudai zvukada. We also want to encourage the people to communicate with the officials
the ministries and the service organizations, but these people cannot always go to the countryside and talk to the people. So we would like to use the radio for the people to communicate their problems. And our producers will take those problems to the relevant ministries and service organizations to get answers for the rural people through the radio. We have been discussing with the foundation representatives how to improve that program. We have made a good start, but there are a number of shortcomings which we hope to overcome, and we are going to put the program on a better footing. The government is fully committed to the Radio 4 program. We vote money for it in Parliament every year. We are going to, in cooperation with the Ministry of Education, we are going to increase that support for the program. Ende der Vertragszeit im Projekt Radio 4 in Zimbabwe. Bei der Verabschiedung in der ZBC-Zentrale in Pokethile wird dem technischen Berater von den Direktoren Kangai und Tijatunga ein Erinnerungsgeschenk überreicht. In Appreciation, Zimbabwe Broadcasting Corporation. Für die Mitarbeiter gibt es anschließend im Garten der Lawson Avenue ein Abschiedsfest.